Das war kein Vandalismus, keine Zerstörung, sondern es geht wirklich um Kunst. Enter Berlin on the Beat hier beim Babylon Kino in Berlin Mitte. Heute ist Premiere, zweite Premiere muss man genau sagen, von einem Graffiti-Film. Unlike You heißt er. Die Macher haben 7 Jahre lang Graffiti-Szene in Berlin dokumentiert, vor allem die Trainwriter. Dann hat die BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, hat geklagt. Das ist doch illegales Graffiti, was die Jungs da machen. Stimmt, ist es, aber die Doku ist nicht illegal. Sie haben jetzt den Prozess gewonnen und zeigen heute die zweite Premiere von dem Film. Ich habe 2 Tickets für den Kameramann und mich. Kommt mit. Jetzt sind doch die Macher hier. Halt mal mit der Kamera drauf, Alter. Unlike You bedeutet nicht, wie viele denken, ich mag dich nicht. Unlike You bedeutet anders sein und die Protagonisten in unserem Film sind anders. Wir generell sind auch so ein bisschen anders von der Art und Weise, wie wir an ein Projekt rangehen und von daher der Name, Unlike You. Habt ihr selber Graffiti gemalt? Wie ist euer Kontakt zur Szene? Was ist euer Interesse an der Szene? Also unser Interesse an der Szene war erstmal, dass wir das Thema an sich spannend fanden, so dieses Trainwriting und dieser ganze Rattenschwanz, der damit dranhängt. Und wir haben dann ein paar Leute aus unserem Umfeld gehabt, die Kontakte zur Szene hatten und so sind wir dann immer mehr auch an die Leute rangekommen. Also wir hatten schon den Wunsch, dass wir die, ich sag mal so Creme de la Creme der Trainwriter natürlich reinnehmen und das ist uns dann nach einiger Zeit auch gelungen. Wie lange hat es überhaupt erstmal gedauert, bis man so Vertrauen gekriegt hat, dass sie gesagt haben, okay, ihr kriegt unser Material, oder seid ihr selber mitgegangen, habt ihr selber gefilmt an den Locations? Also 7 Jahre klingt natürlich erstmal sehr lang für einen Dokumentarfilm. Man muss auch sagen, dass wir diese 7 Jahre jetzt nicht durchgängig daran gearbeitet haben. Die Leute waren auch sehr misstrauisch natürlich erstmal, weil die Sprüher an sich haben ja nichts davon, darüber zu reden, was sie da machen. Das ist ja für sie erstmal nur eine Gefahr an sich. Du hattest ja gefragt, ob man da mitgegangen ist auf den Mitfronten. Klar hätte es uns irgendwo gereizt, ob wir uns getraut hätten, wir auch die nächste Frage, sei mal so dahingestellt. Aber man hatte gar nicht die Möglichkeit mitzugehen. Das Gute ist, dass sehr vergängliche Kunst ist, im Zug wird besprüht. Im besten Fall fährt er 1-2 Tage oder im schlechtesten Fall sieht ihn nie jemand. Von daher bleibt nur das Foto oder die Videoaufnahme. Und dementsprechend dokumentiert sich diese Szene sehr stark selber, da wir davon profitiert, weil wir einfach echt erstklassiges Material bekommen haben. Okay, und wir stehen hier mit einem der Protagonisten aus dem Film, nämlich mit Skim. Yay. Dein Urteil zum Film? Findest du ihn gelungen? Mein Urteil zum Film ist, ich hatte anfangs die Befürchtung, dass es ein Standardding wird wie alles andere. Der Rest ist eigentlich meistens nur eine Dokumentation, wenn überhaupt. Aber das Ding ist echt wirklich super umgesetzt. Im Film wird gesagt, Berlin ist eigentlich die Graffiti- oder die Train-Hauptstadt von Europa, ist das New York von Europa. Was macht für dich Berlin besonders? Berlin macht für mich besonders, dass es unglaublich viele verschiedene Facetten gibt. Einfach so viele Leute, so viele unglaublich verschiedene Styles zeigen, so dass man einfach nur inspiriert sein kann. Was machst du denn, wenn in 15 Jahren, in 13 Jahren, in 17 Jahren dein Sohnemann ankommt und sagt, Papa, ich gehe jetzt sprühen. Sagst du ihm, pass mal auf, die Dose klaust du besser da? Oder hier passt du besser auf oder verbietest es ihm total? Ich verbiete es ihm auf keinen Fall. Das wurde mir in meiner Jugend verboten und das ist ja das, warum ein Jugendlicher oder ein pubertärer Mensch erst rebelliert. Ich sag ihm, mach es, mach worauf du Bock hast, aber wenn du dich erwischen lässt, dann hast du mit mir ein Riesenproblem. Ich würde es ihm nicht verbieten, aber ich würde auch nicht das fördern, weil ich weiß, dass es eine gefährliche Sache ist und wenn es dann speziell meinen Sohn angeht, so dann weiß ich, er steht da an der Stromschiene und kann sterben an der Sache und dann würde ich es auch nicht fördern. Man lässt halt oft dann die Sachen, die wirklich wichtig sind, im Hintergrund stehen. Und wenn man dann irgendwann aus dem Traum erwacht, dann merkt man, man hat eigentlich gar nichts. Dass du irgendwann mal ein gesichertes Einkommen hast, dass du irgendwann mal eine schöne Wohnung hast, vielleicht eine schöne Frau hast und Kinder bekommst oder sonst irgendwas. Also das kriegst du mit dem Lebensstil, mit dem aggressiven Trainwriting kriegst du es nicht vereinbar. Also, Berliner Verkehrsbetriebe, aka BVG, hat euch verklagt, weil sie gesagt haben, ist ja illegal, sind unsere Züge. Also es ging juristisch darum, dass wir Aufnahmen verwendet haben,
die auf dem Grund und Boden der BVG entstanden sind und deren Eigentum abbilden. Wir haben aber einen Film gemacht über eine Subkultur. Diese Subkultur besprüht Züge. Das heißt, es ist ein Medium, wo man seine Farbe auftragen kann. Und dementsprechend ist ein Teil der Dokumentation. Es besteht ein öffentliches Interesse daran und dementsprechend greift nicht nur die Kunst, sondern auch die Meinungs-, die Pressefreiheit. Und da sind wir sehr froh drüber, dass man nicht einfach so zensiert werden kann, nur weil man ein Thema aufgreift, was dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen unlieb ist. Du bist auch im Film, du hast den Film gesehen, Graffiti-Legende Berlin. Was macht Berlin für dich besonders in Sachen Graffiti? Dass die Mauer leider nicht mehr gibt, aber dafür was ganz anderes hier so aufgeblüht ist, ist unglaublich krass. Im Graffiti geht es immer weiter. Also du kannst keine Kameras in U-Bahn-Schächte bauen und denken, das hält irgendeinen auf. Alles klar, Mann, danke fürs Gespräch. Alles klar. My name is Homeboy Sandman. I'd like to thank everybody for coming through today. This is my first show ever in Berlin. So when I clap my hands, I need y'all to clap your hands at the same time, alright?